Nach dem Abschluss der USA-Hymne beginnt eine neue Überleitung, in der wieder Kurzwellenklänge eine wichtige Rolle spielen, bis die Entwicklung wieder unterbrochen wird mit dem Einsatz einer neuen Sprechszene. In dieser Sprechszene ist zu hören, wie sich Stockhausen im Studio unterhält mit David C. Johnson, seinem amerikanischen Assistenten im Kölner Studio für elektronische Musik. In dieser Unterhaltung geht es darum, wie es nach der Verarbeitung der USA-Hymne in Stockhausens Stück weitergehen soll. Well, what did you say, David? Naja, ich habe gesagt, wir müssen von Amerika zu Spanien. Den Ozean in ein paar Sekunden, wie sagt man, we have to get across the ocean in a few seconds. Den Ozean in ein paar Sekunden überqueren. Die auf das Gespräch folgenden Musikausschnitte zeigen, wie es danach im fertig produzierten Stück nach dem USA-Zentrum dann tatsächlich weitergeht. Den Ozean in ein paar Sekunden überqueren. Ja, genau. In der Sprechszene und in den ihr folgenden Musikausschnitten geht es darum, wie die Musik nach dem US-amerikanischen Zentrum sich fortsetzt. Man hört zunächst originale spanische Folklore-Musik und dann daran anschließend rasend schnelle und extrem hohe Musik. Diese Musik ist so extrem verfremdet, dass sie sich beim Anhören kaum genauer identifizieren lässt. Vielleicht ahnt der Hörer jedoch, dass es sich hier um eine im Zeitraffer-Effekt hochtransponierte Aufnahme konventioneller Musik handelt. Welche Musik hier gespielt wird, lässt sich aber beim Hören dieses Ausschnittes nicht genau erkennen. Anders ist es, wenn die Verfremdung dieses Musikausschnittes auf technischem Wege ganz oder teilweise rückgängig gemacht wird, wenn sie also langsamer und in tieferer Lage zu hören ist. Dann lassen sich wichtige Konturen der Musik genauer erkennen. Wer diese Musik verändert abhört oder wer sich in Stockhausens Mitlesepartitur genauer informiert über die Herkunft dieser Musik und über ihre melodischen Verläufe, kann genauer erkennen, was hier in Stockhausens Hymnen gespielt wird. Die spanische Nationalhymne in extremer klanglicher Verfremdung. In dieser Verfremdung lässt sich kaum noch erkennen, wie eine Originalaufnahme dieser Hymne klingt. Wenn man die spanische Hymne in einer Originalaufnahme im originalen Tempo abspielt, dann kann man erkennen, dass dieses textlose Stück im Vergleich mit anderen Nationalhymnen relativ lang erscheint. Stockhausen hat aber in seinen Hymnen die lange spanische Hymne so hoch transponiert, dass sie nur in extrem hoher Lage und in extremer Beschleunigung, also nur kurz zu hören ist.
ohne genauer erkennbare Konturierungen der melodischen und harmonischen Verläufe, aber mit klaren Abgrenzungen von Anfang und Schluss. In solchen extremen Beschleunigungen mit Zeitraffer-Effekten kann deutlich werden, was Stockhausen in seiner Musik oft zu erreichen sucht. Eine Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit über bisher bekannte Begrenzungen hinaus, zum Beispiel in extrem beschleunigter Musik in extrem hohen Lagen. Die spanische Hymne erscheint mehrmals nacheinander in vielfältig wechselnden, extremen Beschleunigungsvarianten, die klar voneinander abgegrenzt sind, durch Einschübe mit ruhigeren Zäsurklängen. Nach längerer Zeit kommen dann auch andere Klänge hinzu, in noch tieferer Tonlage.